Willkommen zum Digitalisierungsbox 2 Video zur Einrichtung einer Standortvernetzung per Site-to-Site-VPN bzw. Netzwerk-zu-Netzwerk-VPN-Verbindung. Folgende Voraussetzungen müssen zur Einrichtung erfüllt sein. Beide Standorte benötigen eine aus dem Internet erreichbare öffentliche IPv4-Adresse. Diese muss entweder statisch konfiguriert sein oder im Falle einer dynamischen öffentlichen IPv4-Adresse der Dienst dynamisches DNS genutzt werden, damit die Digitalisierungsboxen bei Änderungen der öffentlichen IPv4-Adresse erreichbar bleiben. Außerdem wird je Standort ein anderes lokales Subnetz benötigt. Starten wir die Konfiguration. Dazu müssen wir uns natürlich an unserer Digitalisierungsbox 2 anmelden. Dies geschieht mit Benutzername und Kennwort. Nach dem erfolgten Login gehen wir dann in den Bereich Internet und Netzwerk. Und hier bekommen wir erstmal Netzwerkinformationen, die wichtig sind. Das hier ist der erste Standort, der nutzt die Standard-IP-Adresseinstellungen der Digitalisierungsbox 2. Das bedeutet, der zweite Standort muss hier andere Einstellungen verwenden. Mit mehr Informationen bekommt man auch nochmal genauere Details zu den lokalen Einstellungen, wie beispielsweise hier die lokale IP-Adresse und auch ganz wichtig die Subnetzmaske. Das wäre es soweit erstmal zu den lokalen Netzwerkeinstellungen bzw. Netzwerkinformationen. Dann gehen wir nochmal zurück in Internet und Netzwerk und dann wählen wir hier aus VPN einrichten. Im Anschluss müssen wir das VPN-Szenario auswählen. In diesem Fall ist das natürlich die Netzwerk-zu-Netzwerk-Verbindung. Damit sind wir dann in den VPN-IPsec-Einstellungen der ersten der zwei Digitalisierungsboxen. Zu Beginn starten wir hier erstmal mit einer sinnvollen Beschreibung, mit der man den VPN-Tunnel nachher auf jeden Fall identifizieren kann. Im Anschluss definieren wir dann unsere lokale ID. Diese benötigen wir auch in der Konfiguration der zweiten Digitalisierungsbox. Danach konfigurieren wir die entfernte ID. Das ist die lokale ID des zweiten Standortes. Als nächstes definieren wir dann den Pre-Shared Key, das ist das Passwort dieses VPN-Tunnels. Dieses Passwort sollte auf jeden Fall sicher gewählt werden, das heißt Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen sollten verwendet werden und eine große Anzahl an Zeichen insgesamt sollte hier auf jeden Fall genutzt werden. Als nächstes kommen wir dann zu den IP-Einstellungen. Hier gibt es die Möglichkeit, den entfernten Endpoint anzugeben. Es gibt zwei Optionen, die man nutzen kann. Entweder beliebig, dann befindet sich die Digitalisierungsbox 2 im sogenannten Responder-Modus. Das bedeutet, diese Digitalisierungsbox baut den VPN-Tunnel nicht auf, sondern er wird immer von der anderen Seite aufgebaut. Möchte man den VPN-Tunnel aber auch von dieser Seite aufbauen können, dann muss man natürlich den entfernten Endpoint der Gegenseite angeben. Und das ist wahlweise natürlich die öffentliche IPv4-Adresse oder der Domainname, der auf der anderen Seite genutzt wird. In diesem Fall habe ich jetzt zum Beispiel die öffentliche IPv4-Adresse der Gegenseite eingegeben. Als nächstes kommen wir dann zum IPsec-Filter. Hier geben wir das lokale Subnetz, das unsere Digitalisierungsbox an diesem Standort verwendet, an und das entfernte Subnetz, also das Subnetz der Gegenseite. Das lokale Subnetz entspricht hier dann den Standardeinstellungen, mit denen die Digitalisierungsbox 2 ausgeliefert wird, also 192.168.2.0/24. Das entfernte Subnetz muss auf jeden Fall ein anderes sein. Das kann man natürlich in den Internet- und Netzwerkeinstellungen anpassen. In diesem Fall ist das natürlich schon konfiguriert. Es wird ein 10.0.0.0/24 Subnetz auf der Gegenseite verwendet. Abschließend folgen noch die IPsec IKE Proposal und IPsec ESP Proposal Einstellungen. Hier können die Default-Werte übernommen werden. Mit OK werden die Einstellungen dann aktiviert und der VPN-Tunnel ist eingerichtet. Damit der nun funktioniert, muss dieser natürlich auch auf der Gegenseite konfiguriert werden und dementsprechend wechseln wir jetzt rüber auf die andere Seite. Auch am zweiten Standort starten wir natürlich zuerst einmal mit dem Login an der Digitalisierungsbox 2. Im Anschluss gehen wir dann direkt auf Internet und Netzwerk. Alle Informationen zum lokalen Netzwerk sehen wir hier in den Netzwerkinformationen und mit mehr Informationen bekommen wir da nochmal den gesamten Überblick. Wenn man die Einstellungen anpassen möchte, dann ist das natürlich einfach möglich, indem wir nochmal zurückgehen auf Internet und Netzwerk
und dann lokales Netzwerk einrichten. Hier können die ganzen IP-Einstellungen angepasst werden. Das heißt, wenn auf beiden Seiten jetzt noch das Standard IPv4-Subnetz verwendet wird, könnte man das hier anpassen. Wir gehen nochmal zurück auf Internet und Netzwerk, da dies schon erfolgt ist, und gehen dann auf VPN einrichten und hier auf Netzwerk zu Netzwerk VPN-Verbindung, um den VPN-Tunnel auch hier am zweiten Standort anzulegen. Dabei starten wir auch hier wieder mit der Beschreibung und konfigurieren dann im Anschluss die lokale ID und die entfernte ID. Wichtig, jetzt ist natürlich die lokale ID des ersten Standortes hier die entfernte ID und andersrum. Im Anschluss geben wir dann unseren Pre-Shared Key, also unser Passwort für den VPN-Tunnel, auch hier nochmal ein. Als nächstes kommen wir dann zu den IP-Einstellungen. Es wäre nun möglich, diesen zweiten Standort im Responder-Modus laufen zu lassen. Soll die VPN-Verbindung aber auch von dieser Seite aufgebaut werden können, dann müssen wir natürlich IP-Adresse oder Domainname hier auswählen. Hier geben wir dann entweder den Domainnamen des anderen Standortes ein oder die öffentliche IPv4-Adresse. Im Anschluss kommen wir dann zu den IPsec-Filtereinstellungen. Hier geben wir einmal das lokale Subnetz unserer Digitalisierungsbox 2 hier am zweiten Standort ein, also 10.0.0.0/24, und dann geben wir das entfernte Subnetz an, also das Subnetz unseres ersten Standortes. In dem Fall die Standard-IP-Adresseinstellungen der Digitalisierungsbox 2. Dann kommen wir als nächstes wieder zu den IPsec-IK-Proposals und IPsec-ESP-Proposals. Auch hier lassen wir die Standardeinstellungen bestehen und mit OK wird dieser VPN-Tunnel dann auch auf der zweiten Seite eingerichtet. Die VPN-Verbindung wird nun vollständig aufgebaut, sobald Datenpakete über diese Verbindung geschickt werden. Alternativ kann man hier mit der Aktion das Ganze auch mal triggern und dann wird der VPN-Tunnel auch direkt vollständig aufgebaut. Damit ist die Standortvernetzung zwischen den beiden Digitalisierungsbox 2 Routern erfolgreich abgeschlossen. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.